All diese Leute sind wegen eines Spiels hier. Final Fantasy XIV. Das japanische Spiel von Square Enix mit mehr als 30 Millionen registrierten Spielern. Aus ganz Europa kommen die Fans nach Berlin für das Fanfest. Und das, obwohl das Game anfangs fast gescheitert wäre. Spulen wir also einmal kurz zurück. 2010 erschien die erste Version von Final Fantasy XIV und die war nicht wirklich gelungen. Fast alles, was man ständig machte, war unnötig anstrengend. Menüs reagierten langsam, Shopping war kompliziert und man musste umständlich durch die Markthallen klicken mit Wartezeiten. Springen konnte man nicht, so dass selbst kleine Hindernisse zu Umwegen wurden. Und technisch war das Spiel völlig überzogen. Es sah für 2010 zwar gut aus, lief aber selbst auf High-End-Rechner nicht gut genug. Berühmt ist das Beispiel, dass manche Blumentöpfe ungefähr so viele Polygone hatten wie ein Spielcharakter. Kurz gesagt, das Spiel bremste euch ständig aus. Dann übernahm Naoki Yoshida die Leitung, inzwischen bei den Fans bekannt als Yoshi P. Zuvor hatte er unter anderem an Dragon Quest Monster Battle Road gearbeitet und privat selbst viel Erfahrung mit Online-Games und MMOs gesammelt. Seine wichtigste Aufgabe war es, das verlorene Vertrauen der Spieler zurückzugewinnen. Und schnell wurde ihm und seinem Team klar: Dieses Spiel kann man nicht einfach reparieren. Also trafen sie eine radikale Entscheidung. Final Fantasy XIV sollte komplett neu gebaut werden. Und den Wechsel zur neuen Version machten sie einfach zu einem Teil der Geschichte. Während im Hintergrund das neue Spiel entstand, hing in der alten Version ein kleiner roter Mond namens Dalamut am Himmel. Mit den Updates wurde er immer größer und er kam näher. Was die Spieler zunächst nicht wussten: Dalamut war gar kein Mond, sondern ein uraltes Gefängnis für den Drachen Bahamut. Der vorerst letzte Tag des Games ist der 11. November 2012. Inzwischen werden sogar die sonst sicheren Stadtgebiete von Monstern angegriffen und es kommt zu letzten Kämpfen auf dem Server. Schließlich bekommen die Spieler eine Cutscene zu sehen. Das Gefängnis Dalamut zerbricht, Bahamut kommt zum Vorschein und die Welt Eorzea wird vernichtet. Dann gehen die Server aus. 2013 ersteht Final Fantasy XIV dann aus der Asche wieder auf unter dem Titel Realm Reborn, auf Japanisch Shinsei Eorzea, das wiedergeborene Eorzea. Und diesmal stimmte alles. Heute gehört das Spiel zu den besten MMOs der Welt, wie man auch hier auf dem Fanfest sieht. Alle Leute sind begeistert. Aber was machte das Spiel so besonders? Hauptsächlich die Community. Die Community ist einfach großartig. Alle werden sagen: Oh, die Community, die Story. Die Community und die Story. Diese Community macht sowas einfach möglich, was andere Spiele nicht schaffen, schafft Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV ist bekannt dafür, die netteste Online-Community überhaupt zu haben. Ich habe mit einigen Menschen auf dem Fanfest gesprochen und sie haben mir verraten, was genau an ihr so besonders ist. Die Community ist total freundlich. Sofort wird man aufgenommen als Anfänger. Man findet immer irgendwelche freundlichen Menschen, die einem dann auch mithelfen. Final Fantasy, die sind wirklich sehr nett. Die sind sehr welcoming. Alle sagen, du betrittst einen Dungeon. Alle sagen dir Hallo. Alle sagen Tschüss. In anderen MMOs, da wirst du dich mal mit dem Arsch angeschaut. Nee, die sind wirklich alle sehr nett. Wenn du was fragst, frag, die erklären es dir auch 10-mal. Also es dauert dann, der Dungeon dauert dann länger, aber es ist trotzdem echt nett. Gerade ich bin durch diese Community bereits ein paar Mal in der Welt herumgereist, um Freunde zu besuchen und habe dort tatsächlich auch meinen Freund kennengelernt. Nahezu keinerlei schlechte Erfahrungen im Spiel gehabt bis jetzt. Ich habe einmal einen Tank melden müssen in über 10 Jahren Spielzeit. Immer schöne Menschen, liebe Menschen, super coole. Ich meine, man sieht es ja hier, was für eine geile Community das Spiel einfach hat. Auch die Devs, also die Developer bzw. Entwickler, werden immer wieder sehr positiv hervorgehoben. Die Community inklusive der Devs halt. Es ist einfach großartig, wie jeder involviert ist und wie viel Community-driven Content halt auch gemacht wird. Das Developer- und Director-Team hört den Fans tatsächlich zu und ist auch sehr nah bei den Fans. Das heißt, man kann sie jeden Tag sehen, man kann ihre Arbeit sehen und wer zum Beispiel auch weiß, wie Final Fantasy erst abgestürzt und dann wieder aufgebaut worden ist, wird wissen, dass das nicht wirklich einfach ist und dass es eine krasse Sache ist, die, denke ich mal, nicht so wiederholbar ist. Und natürlich finden die Leute hier auch das Game an sich ziemlich cool. Für mich macht es besonders, dass ich im Prinzip so gut wie alles machen kann, was ich möchte. Ich kann mich entscheiden, einfach in Ruhe zu craften. Ich kann mich entscheiden, dass ich jetzt wirklich in Inhalte gehen möchte, dass ich irgendwas farmen möchte. Es können kurze Sessions sein, ich kann aber auch einen kompletten Tag darin verbringen. Also ich bin völlig frei in dem, was ich tue. Die Story, die ist einfach großartig. Da kann man lachen, da kann man weinen und manchmal ist es einfach nur so,
Ja, da sagt er was Wahres. Und hier auf dem FanFest gibt es für Fans zahlreiche Möglichkeiten, bei den Minigames, Panels, Workshops und so weiter zusammenzukommen. Und während ich das zeige, erzähle ich euch auch ein bisschen Final Fantasy Fun Facts. Auch wenn einige denken, dass Final von Final Fantasy daher kommt, dass das letzte Spiel von Square werden sollte, ist die wahre Geschichte etwas anders. Bei der Entwicklung von Final Fantasy, das im Jahr 1987 debütierte, wollte das Team einen Titel, den man in Japan gut abkürzen konnte, mit 2 lateinischen Buchstaben. FUFU sollte es heißen, also 2 Fs. Anfangs kam die Idee Fighting Fantasy, doch es gab ein gleichnamiges Brettspiel und daher entstand der Titel Final Fantasy. Der damalige Director Hironobu Sakaguchi sprach in einem Interview, dass das Gerücht, dass das letzte Spiel von Square sein sollte, stimmt nicht. Irgendwas mit FF-Abkürzung hätte gepasst. Nur er gab auch zu, dass die Firma damals mit dem Rücken zur Wand stand. So wie die erste Version von Final Fantasy XIV. Yoshi P ist übrigens einfach der Spitzname von Naoki Yoshida. Yoshi ist die Kurzform von Yoshida und das P steht für Producer. In der japanischen Medienbranche werden Produzenten oft einfach mit P abgekürzt. Bei Final Fantasy XIV fällt sowieso auf, wie beliebt Yoshida und viele Mitglieder des Entwicklerteams bei den Fans sind. Das liegt sicher auch daran, dass sie das Spiel damals gerettet haben, aber mindestens genauso wichtig ist ihre Nähe zur Community. In den Letter from the Producer Live spricht Yoshida regelmäßig, oft über Stunden, überkommt er Updates, Entwicklungsentscheidungen und Fragen der Spieler. Dazu kommen Veranstaltungen wie das FanFest. Dadurch wirkt das Entwicklerteam für viele Fans weniger wie irgendein anonymer Konzern im Hintergrund, sondern wie ein sichtbarer Teil der Community. Übrigens gab es bis heute 92 Mal diesen Produzenten-Livestream, also gut 5-6 Mal im Jahr. Im Final Fantasy XIV steckt auch sehr viel Japan drin. Und die einzelnen Elemente werden auch natürlich nicht 1:1 übernommen, sondern auch etwas abgeändert. Zum Beispiel in der Erweiterung Stormblood geht es in den Reich im fernen Osten Hingashi. Hingashi kommt aus dem Wort Higashi, was Osten heißt. Und diese Stadt bzw. dieses Land ist abgeschottet und man kommt als Ausländer nur durch den Hafen Kugane rein. Und das basiert klar auf die Sakoku-Politik in der japanischen Edo-Ära. In dieser selben Erweiterung gibt es auch noch das Reich Doma, das dann chinesisch inspiriert, auch mit Landschaft, aber auch kombiniert mit so einer japanischen Kriegergeschichte. Außerdem gibt es auch dann spielbare Jobs wie Ninja oder Samurai. Das sind coole Nahkampfangreifer. Dazu noch Bezug auf verschiedene japanische Götter wie Susanoo, der auch das Schwert Ame no Muraku Monotsurugi benutzt, oder Tsukuyomi. Und außerdem kommen auch Charaktere vor, beziehungsweise das Volk der Welten Namazo, die auch dann so quasi in der japanischen Mythologie auch Erdbeben prophezeien können. Oder auch Yojimbo, international sehr bekannt aus Kurosawa-Filmen. Das Game wird in vielen Sprachen lokalisiert. Es hat mehrere Erweiterungen. Shadowbringers heißt im Deutschen genauso wie im Englischen. Also bei Erweiterungen englischer Titel ist gleich deutscher Titel. In Japan heißt das allerdings Shikkoku no Viranzu, also etwa pechschwarze Schurken. Und auf Deutsch wäre Shadowbringers Schattenbringer. Die Bedeutung mag ähnlich sein, aber der Akzent ist ein anderer. Und das ist bei allen Erweiterungen so. Endwalker wäre in Japan Gyōgetsu no Finale, das Ende des Morgenmondes. Der englische Begriff ist keine 1:1 Übersetzung aus dem Japanischen. Laut Lokalisationsteam wurden die Titel gemeinsam bei der Entwicklung bestimmt, also 2 offizielle Titel derselben Story. Deutlicher sind die Unterschiede auch bei Begriffen. Feuermagie auf Japanisch wären Fire, Fire, Feiger. Auf Englisch Fire, Fire 2, Fire 3. Und auf Deutsch Feuer, Feurer, Feuger. Also das japanische Prinzip wurde übernommen. Deutsch ist näher dran am Original, heißt aber auch nicht unbedingt, dass es richtiger ist. Das wird einfach alles individuell lokalisiert. Bei allen Sprachen ist Japanisch die Ausgangssprache. Nicht erst Japanisch zu Englisch, danach von Englisch ins Deutsche, sondern Japanisch-Englisch und Japanisch-Deutsch. Gute Lokalisation bedeutet keine 1:1 Übersetzung, sondern dass die Spieler der jeweiligen Sprache denselben Eindruck bekommen. An einigen Stellen werden japanische Begriffe beibehalten, wie Mikoshi oder Happi, weil diese Begriffe haben mit japanischen Festivitäten zu tun.
Final Fantasy XIV ist wie ein Freizeitpark der Final Fantasy Serie. Das hat mal der Yoshi P, der Produzent von Final Fantasy XIV, mal im Interview gesagt. Und das kann ich auch verstehen, weil in diesem Spiel sind sehr viele Elemente drin, die Final Fantasy zu Final Fantasy machen. Also angefangen mit den ganzen Locations wie der Kristallturm oder Gold Saucer, Crystal Tower, Crystal Turm kennt man von Teil 3, Gold Saucer von Teil 7 oder Ivalice aus Teil Final Fantasy Tactics oder Final Fantasy 12. Dann noch verschiedene Gegner wie Gilgamesh, Leviathan, Bahamut und vieles mehr. Also da noch zahlreiche andere Elemente, die Items und so, die man noch von anderen Sachen kennt. Sie werden auch wirklich sinnvoll in die Story eingebaut, dass das auch eine neue Bedeutung in Final Fantasy XIV bekommt. Mal angenommen, wenn jemand, der kein Final Fantasy 3 gespielt hat, in Kristallturm spielt, ist es einfach eine coole Location, die auch von Story her sehr wichtig ist. Aber jemand wie mich, der Final Fantasy 3 von damals kennt, im Crystal Tower ist, hat man gleich das Gefühl, okay, da kommen die ganzen Erinnerungen wieder. Vor allem, da die Musik auch genauso wie damals ist. Also die Spieler sehen sich dasselbe an, aber erleben etwas völlig Unterschiedliches. Und das macht das Spiel auch wirklich großartig. Großteil der Musik kommt von Masao Shisoken. Allein für Final Fantasy XIV hat er über 1000 Songs komponiert. Er sitzt nicht heimlich im Square Enix Studio, sondern er kommt mit seiner Band nach Berlin. Wenn bei einem Konzert so viele Leute schon beim Boss-Intro reagieren, merkt man, dass die Musik nicht nur irgendwas im Hintergrund ist. Erinnerungen an harte Kämpfe, Szenen, die einen bewegt hat oder Leute, mit denen man diesen Moment erlebt hat. Das taucht alles wieder auf, wenn man die Musik hört. Das war die Musik von einem Bosskampf. Im Game sieht die Szene so aus. Der Boss stoppt die Zeit und ohne Absprache bleiben auch die Fans an dieser Stelle der Musik stehen, da alle sich an diesen Kampf erinnern können. Dieser Bosskampf ist episch, aber es gibt noch unzählige weitere großartige Kämpfe. Wenn ihr sowas selber erleben wollt, könnt ihr gerne die kostenlose Demo von Final Fantasy XIV spielen. Enthalten sind 3 Erweiterungen einschließlich Shadowbringers mit enorm gutem Ruf und ihr könnt das Ganze ohne Zeitlimit spielen. Das Game gibt es auf Windows, Mac, PlayStation 4 und 5, Xbox Series X und S und Switch 2. Den Link zum Game findet ihr in der Beschreibung unten. Okay, das war das Final Fantasy Fanfest 2026. Ich hatte wirklich tolle Gespräche mit der Community gehabt und es hat wirklich gefreut, hier sein zu dürfen. War auch mein erstes Mal und das war echt faszinierend gewesen. Und gleich geht's weiter mit dem Konzert von The Primals, wo der Komponist Soken persönlich die Musik von Final Fantasy XIV präsentiert. Leider darf man da nichts aufnehmen, also kann ich euch das Konzert auch nicht zeigen. Aber wollt ihr die Musik von Final Fantasy XIV genießen, dann spielt die Demo. Dankeschön. Ciao. Weißt du, was dann macht? Dann winken wir und du musst dann, also wir winken so am Ende und du schneidest von allem dann so einen kurzen Frame von Winken, sodass wir alle winken. Ich weiß nicht, ich denke, ちなシナリオ頭の中駆け巡らせて流行る気持ちを洗い飛ばして